Hallo, ich bin Thorsten Schön. Ich bin Professor für Computer Vision for Intelligent Mobility Systems an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Es hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es aber gar nicht. Wenn wir zum Beispiel Autos haben wollen, die alleine fahren, also ohne Fahrer, dann müssen die irgendwie feststellen, ob andere Fahrzeuge da sind, ob die in der Nähe sind, ob die Straße frei ist. Und damit beschäftige ich mich in meiner Forschung. Das ist ein Teilbereich oder wir nutzen dafür Methoden der künstlichen Intelligenz. Und deswegen freut es mich heute ganz besonders, unseren Gast Sophia Sommer begrüßen zu dürfen. Sophia, du bist 10 Jahre alt, gehst in die 5. Klasse am Gymnasium in Pfaffenhofen und du möchtest heute ein bisschen was über künstliche Intelligenz erfahren. Hast du ein paar Fragen vorbereitet? Ja, habe ich. Also, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Also das ist gleich mal eine ziemlich schwierige Frage, ja, die könnte ich jetzt sehr, sehr ausführlich beantworten. Im Prinzip ist es gar nicht so leicht zu sagen, weil wir nicht so hundertprozentig sagen können, was Intelligenz eigentlich ist. Wir vergleichen es immer mit uns Menschen oder mit der menschlichen Intelligenz und in der Forschung oder in der KI, ja, was man heutzutage überall hört, geht es eigentlich immer um das maschinelle Lernen. Und beim maschinellen Lernen, da lernen wir so, wie wir als Menschen auch lernen. Also eigentlich versuchen wir die gleichen Prinzipien zu benutzen, wie wir Menschen auch. Also wie du zum Beispiel klein warst, ja, ich habe selber 3 kleine Kinder, die sind alle 3 noch ein bisschen jünger wie du. Und mit der Kleinsten, da setze ich mich hin und schaue ein Bilderbuch an. Ja, und das hast du wahrscheinlich mit deiner Mama auch gemacht und mit deinem Papa. Und dann war da ein Auto drin oder es war irgendwie ein Fahrrad drin oder ein Hund. Und dann haben deine Eltern gesagt, das ist ein Hund, ja, das ist ein Auto. Und das hast du ganz oft gesehen und dann hat irgendwann dein Gehirn dieses Bild, dieses Muster von einem Auto assoziiert, also verbunden mit dem Wort Auto. Ja, das nennt man Supervised Learning, also überwachtes Lernen. Da hat dir irgendjemand gesagt, das ist so und dann hast du dir das gemerkt. Eine zweite Methode ist Unsupervised Learning. Da wird einem nicht gesagt, was es ist, aber man kann es ungefähr einordnen. Ja? Also wenn du jetzt hier aus dem Fenster schaust, wir sind übrigens hier in dem Mutter-Kind-Büro oder Eltern-Kind-Büro der THI. Ja, deswegen sitze ich hier auf so einem kleinen Stuhl, weil es hier für unsere kleinen Gäste ist. Wenn du hier aus dem Fenster schaust und es fährt hier irgendein Fahrzeug vorbei, was du noch nie gesehen hast, dann kennst du das nicht, aber du kannst es ungefähr eingruppieren. Ja? Das ist jetzt nichts zum Essen, wenn es da außen am Fenster vorbeifährt. Und die dritte Methode, das nennen wir Reinforcement Learning. Ja? Da geht es darum, dass du selber was ausprobierst. Also wenn du früher das Laufen gelernt hast, dann hat deine Mama dir nicht gesagt, du musst jetzt deinen Fuß heben und dann musst du den 10 cm nach vorne bringen und du musst jetzt dein Knie anwinkeln, sondern du bist wahrscheinlich irgendwann mal, hast du dich hochgezogen an einem Tisch oder an einem Stuhl, hast den Fuß vor und bist hingefallen. Ja, und dann hat es ziemlich wehgetan und dann merkt man doch relativ schnell, dass das irgendwie eine Strategie war, die nicht so gut funktioniert hat. Ja, und dann probiert man es wieder aus und wieder aus und wieder aus. Und so machen wir das mit den Maschinen auch. Das kann man entweder am Computer machen oder wir testen das auch oft mit Robotern. Ja, die machen dann ganz oft irgendwelche schwachsinnigen Sachen, bis sie irgendwann das tun, was wir wollen, dass sie tun. Und dann merken die sich das. Muss man natürlich auch eine Belohnung geben oder eine Bestrafung. Ja, bei uns Menschen geht es ja gut mit Belohnungen, bei den Computern da nutzen wir oft Strafen. Okay, und kann denn zum Beispiel die künstliche Intelligenz auch meine Hausaufgaben erledigen? Ja, das kann sie. Das könnte sie jetzt schon. Also bist in der 5. Klasse. Du hast wahrscheinlich, was macht ihr in Mathe zum Beispiel? Jetzt gerade lernen wir so die Teilregeln. So. Ja, also das kann eine künstliche Intelligenz locker. Ja, das kann aber auch schon jeder Taschenrechner oder jeder normale Computer. Und die darfst du ja auch nicht benutzen, weil bei den Hausaufgaben geht es ja darum, dass du was lernst und nicht der Computer oder die künstliche Intelligenz. Also es ist möglich, aber geht irgendwie an dem Zweck der Hausaufgaben vorbei. Okay, und ist künstliche Intelligenz denn für uns Kinder weltweit auch ein Thema? Würde ich schon sagen. Ist es denn für dich ein Thema? Hast du irgendwann Kontakt zur künstlichen Intelligenz? Ja, ich war mal hier auch schon und da habe ich auch mal ein bisschen was darüber gelernt. Okay, hast du zu Hause zum Beispiel eine Alexa, mit der er spricht? Nee, aber, Nein? aber an meinem iPad, da kann ich halt mit wem reden. Genau, also heutzutage haben viele Kinder schon Kontakt zu KI-Methoden oder zu Technologien, die mit KI betrieben werden. Wir haben zum Beispiel von Amazon eine Alexa zu Hause. Meine Kinder, die sprechen schon mit der und lassen sich die Lieblingslieder
abspielen. Also ihr habt jetzt schon ganz viel Kontakt zu KI-Methoden und das wird natürlich in der Zukunft noch viel mehr zunehmen. Also gerade in deiner Generation oder vielleicht auch in meiner noch, kommen wir sicher zu einem Punkt, wo wir vielleicht auch selbstfahrende Autos haben oder wo wir viele Systeme haben, ja, wo sich eine Maschine intelligent verhält. Ja. Deswegen denke ich schon, dass es ein großes Thema ist. Okay, und wie erforscht man denn eigentlich so künstliche Intelligenz? Ja, also eigentlich erforschen wir nicht die künstliche Intelligenz selber, sondern wir erforschen an irgendwelchen Problemen, die man mit der künstlichen Intelligenz lösen kann. Also zum Beispiel autonome Fahren ist natürlich hier in Ingolstadt ein großes Thema, ist auch ein Schwerpunkt von meiner Forschung. Da muss natürlich so ein Fahrzeug, wenn sich das sicher alleine ohne Fahrer und ohne Sicherheitsmenschen in dem Auto alleine irgendwie hier im Stadtverkehr bewegen soll, dann muss das natürlich ganz schön viel können. Also es muss einmal erkennen können, wo darf ich überhaupt fahren, ja, was sind noch für andere Verkehrsteilnehmer da, gibt es noch Autos, gibt es noch Fußgänger, ist die Ampel grün oder rot? Und das sind alles verschiedene Probleme, die wir mit KI-Methoden versuchen zu lösen. Also erst einmal ist die Wahrnehmung, das ist so, wo mein Forschungsgebiet sich befindet. Also wenn das Auto eine Kamera hat und nach vorne schaut, dann muss das auf dem Bild erstmal erkennen, was ist denn noch alles drauf und muss das verstehen. Und das erforschen wir zum Beispiel hier mit kleinen Robotern. Also wir haben den kleinen Roboter, sieht aus wie ein Staubsauger, ist ein Staubsaugerroboter. Da ist oben noch eine Kamera drauf und noch ein paar Sensoren und der fährt dann rum und sammelt Daten. Und ja, aber das meiste ist eigentlich am Computer, wo wir mit Daten, die wir irgendwann mal aufgenommen haben oder die andere Leute für uns aufgenommen haben, da versuchen wir diese anderen Verkehrsteilnehmer, die Straße so gut wie möglich zu erkennen und es immer zu verbessern und dann auch unter schwierigen Bedingungen, ja, wenn es zum Beispiel schneit und man die Straße gar nicht mehr sehen kann, dann muss das Auto trotzdem noch wissen, wo es fahren darf. So erforschen wir das. Ah, okay. Und könnte künstliche Intelligenz jetzt zum Beispiel so eine Krankheit wie Corona verhindern? Verhindern glaube ich nicht. Aber sie kann vielleicht dazu beitragen, dass man schneller erkennt, dass man schneller reagieren kann, dass man schneller Medikamente findet. Also gerade in der Medizin, in der personalisierten Medizin ist KI auch ein großes Thema. Also man versucht schon vorherzusagen, wie gut zum Beispiel ein Medikament für dich wirkt. Ja, weil wir sind ja nicht alle gleich, wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es verschiedene Medikamente und die wirken für den einen besser und für den anderen schlechter. Es gibt auch viele Forschungsinstitute und Forschungsrichtungen. Wir haben auch eins hier an der THI, die sich damit beschäftigen, wie man KI für medizinische Zwecke einsetzen kann, für die Medikamentenentwicklung, für die Erkennung von Krankheiten. Aber ich glaube, verhindern kann es nicht. Ja. Und es gibt ja noch viele auch andere Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, Tornados. Das lässt sich vielleicht besser vorhersagen, dass man besser darauf vorbereitet ist, aber wirklich verhindern, glaube ich, kann man es nicht. Okay, dann vielen Dank. Das waren dann auch schon meine Fragen. Super, ich danke dir. Hat mir super viel Spaß gemacht heute mit dir. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Eindruck bekommen, was Künstliche Intelligenz ist. Auf jeden Fall. Ja, und liebe Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Es werden die nächsten Wochen immer wieder Videos zum Thema KI online kommen. Wir produzieren noch mehr. Und ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, oder ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir Mitte November unsere KI-Wissenschaftswoche hier mit ganz vielen tollen und interessanten Themen an der THI haben. Vielen Dank.